Ja, hallo, das ist GMSTTO. Weiter geht's mit Vampyr. Heute, wie du schon in der Überschrift merkst, geht's um Whitechapel. Und die wollen wir im Moment, die wollen wir heute mal ein bisschen aufheilen. Wollte ich ja nicht schon gestern machen, aber es kam was dazwischen. So, deshalb machen wir das heute, denn da sieht's noch alles verdammt scheiße aus. Hier, die erholen sich noch alles, Migräne und sowas. Neue Religie können wir leider noch nicht heilen, aber das kriegen wir auch noch hin. So, und zwar hier sieht alles richtig katastrophal aus. Die sind wirklich am Aussterben. Und dann wollen wir auch mit den ganzen Leuten quatschen. Vielleicht finden wir auch ein paar Korrupte raus, die wir auch aussaugen können, was wir auch letztens gemacht haben. Deshalb haben wir so viel. Ah, das siehst du ja gar nicht. Warte. Jetzt haben wir so viel EP jetzt auf einmal. So viel, weil ich hier gestern, oh, den habe ich ausgesaugt, das war schon viel eher. Der hatte zu viel Alkohol und Vampire müssen auch mal saufen, weißt du, so, deshalb habe ich ihn nebenbei mit ausgesaugt. Und die waren korrupt und der war ein Krimineller. So, alles richtig gemacht. Die waren korrupt. Deshalb viel Spaß mit Stream, guten Hunger, wenn du gerade am Essen bist. Kaffee ist auch da. Da siehst du's. Aha. Aha. Auf geht's, würde ich sagen. Ja. Gestreamt wird auf Plattform YouTube und Twitch. Bist du auf YouTube und hast Interesse auf Twitch, irgendwo muss Link dazu sein. Bist du auf Twitch, hast du Interesse auf YouTube, meine Let's Plays sind alle da. Kannst du, ist hier irgendwo ein Link, kannst du YouTube besuchen. Und ja. Auf geht's, bald Stufe 4, 3 sind wir. Müssen schon langsam auf 4 bringen, egal. So, wir kümmern uns. Lass mal noch gucken, halt, wegen Nebenquests auch. Müssen wir auch mal machen. Zum Beispiel den hier. Und das verfolgen wir direkt hier. Das haben wir schon alles erfüllt. Nicht schlecht, würde ich sagen. Ja, ich habe erstmal seinen Quest erfüllt, dann ausgesaugt. Ich habe auch seinen Quest erfüllt, ist ausgesaugt. So macht man das halt. Dann haben wir hier noch was. Das wäre in Whitechapel sogar. Sonst hätten wir schon bis einige Nebenquests erfüllt. So. Und ja, Mary, ne, die hat ja unsere Mutter verschont. Tatsächlich, dann habe ich alles richtig bisher gemacht. Weil man sagt halt, hätte ich die Ärztin Whitechapel zum Beispiel ausgesaugt, hätte die Mary unsere Mutter umgebracht. Was soll diese? Sagt die. Und das kann ich das auch, deshalb mache ich das. Ah nein, ich habe mich richtig entschieden. Siehst du? Und du hast dir Sorgen gemacht. Erstmal diesen Nebenquest kommt. Und hier siehst du wieder irgendwelche sinnlose Markierungen. Das habe ich nie gesetzt. Warum ist es das? Ich weiß bisher immer noch nicht, wie das funktioniert. Und dann vielleicht habe ich den mal gesetzt, aber nur ganz oberen zum Beispiel nicht. Wie funktioniert die Scheiße? Gut, auf geht's. Auf geht's, das müsste eigentlich nicht weit sein. So, nachdem wir auch mit Whitechapel uns beschäftigt haben, nachdem wir die meisten da wieder gesund gemacht haben, können wir uns ausruhen und unsere Macht ein bisschen steigen lassen. Ich weiß auf die Vampirjäger da unten. Wir gehen hier. Tag. Was war? Begib dich zu Mortimer Goswicks Wohnung. Und wenn ich wüsste, wo das wäre. Auf jeden Fall hier, oder? Nee. Draußen. Tötet die Skulls da. Okay, okay, ich gehe wieder. Ich hab's verstanden. Lass mal kurz abwarten. Rechts von mir hier ist hier Ventilator. Ich hoffe, man hört ihn nicht so sehr. Ja, bist du fertig da? Aber ich habe noch nie gesehen, dass ein Kreatur gewonnen hat. Aber Chancen stehen gut für den. Oder auch nicht. Gut, und die Wohnung ist direkt da drüben. Wollen wir direkt hier rein. Okay. Und wir haben sogar für uns, weil sie einen Unterschlupf freigeschaltet. Was haben wir hier? Genau. Können wir noch irgendwas herstellen oder so? Ja, nee, leider nicht. Doch, das können wir herstellen. Das ist gegen Erschöpfung, aber die hatten viel mehr Blutvergiftung und Blutarmut. Und dazu habe ich nicht wirklich genug Zutaten.
Müssen wir mehr Müll aufsammeln, damit wir Zutaten dafür machen können. So, gefalteter Brief, das ist der Brief an Mutter, der Selbstmord machen kann, von so einem Mortimer-Blin. Meine liebe Mutter, wenn du diesen Brief findest, dann bin ich nicht mehr. Ich will, dass du weißt, dass ich nicht deinetwegen gehe. Ich verlasse diese Welt, weil das erdrückende Gewicht des Daseins in dieser Zeit zu viel für mich ist. Manchmal fühle ich mich, als wäre Baudelaires Verse als Echo. Was ist das Baudelaires Verse? Als Echo meines eigenen Herzens geschrieben worden. Die Wolken niedrig und... den Märchen, oder? Die Wolken niedrig und flach wie ein Deckel senken sich auf den Geist, der seufzt und der Leides macht. Den ganzen Himmel verhüllen sie und beschenken mit schwarzen Tagen, der traurige ist wie die Nacht. Es ist so wunderschön, wie es schmerzhaft ist, Mutter. Ich kann nicht noch länger leiden. Ich möchte nicht, dass du mich umzustimmen versuchst. Denn es würde das Unvermeidbare nur herauszögern. Würde es dir gelingen, meinen ersten Versuch zu verhindern? Ich würde es erneut machen. Leb wohl, dein Sohn. Mortimer. In this letter, Mortimer Goswick does nothing to hide his desire to die. I could give it to his mother, but doing so would betray his trust. Ich könnte Mutter geben. Aber damit würde ich Schweigepflicht tatsächlich verletzen. Und da hat er recht. So. Ja, dann hätten wir eine neue Bettblin. Oh, hier ist drin. So, was verschlossen ist. Und bestimmt hat das so einen Schlüssel davor. So, hier haben wir ein weiteres Sammelobjekt. Aha. Der Schoss der Bestie ist furchtbar. Fruchtbar. Der Schoss der Bestie ist fruchtbar. Okay. Furchtbar. So. Hier haben wir weitere chemische Zutaten für unsere Medizin. Und natürlich Zwiebeln. Die hätten das auch übersetzen können, Zwiebeln. Ein Beutel voller Ramsch-Filmdose. So, hier geht's wieder raus, oder? Ja, weiterer Durchgang uns freigeschaltet. Oh, er bleibt ruhig. Noch jemand. Blutspur. Die wir auch ein bisschen mal verfolgen könnten, tatsächlich auch. Und die gehen in verschiedene Richtungen. Er ist schon angeschlagen. Interessant. Okay. Und hier haben wir Schillinge. Und hat sich das gelohnt. Tag. So, was hat der? Achso, Frühstück. Dessert. Man gewöhnt sich doch dran. Ist da was versteckt? Was wollt ihr da drinnen? Nee, hier ist nichts. Da, hier ist eine Leiche. Quarantäne. Hier? Nichts. Так. Das mit Blutspuren schon interessant. Muss man nur herausfinden, in welche Richtung die gehen. Ist wahrscheinlich... Gehen die in eine andere Richtung. Lass mal kurz durchsuchen. Tak. Also hier gab es Schlägerei. Anscheinend. Hat er ordentlich Nasenbluten gehabt, wie du siehst. Irgendjemand, wer auch immer das war. Das führt hier hin. Mal klar. So. Beute. Sehe ich noch mehr Beute. Oh, die Bestien haben gewonnen tatsächlich. Ich nicht gedacht. Gut, lass mal kurz Blutspuren folgen. Was auch hier endet. Aha. Also es ist einfach Blutspuren hier rein. Aber nichts Besonderes sehe ich hier. Oh, hier ist ein ja, wurde umgebracht. Ja. Okay. Schade, das ist nur Blutspuren hier rein einfach. Einfach hier in die Gasse rein.
Und zu sehen, dass ein Skull die umgebracht hat. Ja, nicht. So, gehen wir zurück zum Krankenhaus. Hier noch irgendwas Besonderes. Weg. Sind wir schon wieder. Da sind wir schon wieder. Übrigens... Hier kann man hier nicht durch, leider. Diesen Leichenhalle wollte ich nur noch mal gerne aufsuchen, um zu gucken, ob sich da was geändert hat. Am Bleistab gefunden, gefällt mir schon mal. Das ist ja diese Leichenhalle hier, oder? Das war nicht. Das ist nicht hier Leichenhalle? Hier ist eine Leichenhalle. Entscheide, was du bringe den Brief zu Martin Goswick. Gib das Mutter. Ja, Brenda, weiß ich nicht, wie ich mich am besten entscheiden soll. Ich will nochmal gerne die Details nochmal angucken, was eigentlich schlauer wäre. Wo bin ich eigentlich jetzt gerade? Das ist ja Haupteingang, ja. Ja. Da irgendwie ein bisschen anders sieht die aus. Tag. 9000 TP haben wir schon mal. Gut, diese gefällt mir diese. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Keine Ahnung. Geben wir das dem oder dem mal? Erstmal nochmal genauer die Details angucken. Zack. Hier. Okay. Ist ein depressiver, zerblecher junger Patient des Hospitals, unser Hospital, der sich das Leben nehmen wollte. Er hat mich gebeten, zum Ort seines Selbstmordsversuchs zu gehen und seinen Abschiedsbrief zu holen, bevor seine Mutter ihn finden ließ. Entscheide, was du mit Morten tun wirst. Bring einen Brief zu Morten Goswick, gib Mortimers Mutter den Brief. Na, Berlin. Ich denke mal, wir geben den Brief einfach dem Jungen und versuchen den noch zur Vernunft zu bringen. Dann saugen die beide aus. Nee, die saugen wir nicht aus. Den können wir aussaugen, der will Selbstmord machen. How are you? I'm okay. Oh, hier ist der Brief. I have retrieved your letter, Mr. Goswick. I can assure you that nobody read it but me. Thank you. This is for you, then. For your help. And for your silence. I think you should talk to your mother. It would be good for both of you. Thank you, Dr. Reid. I'll think about it. Mach ja keinen Selbstmord. Let me be. Wenn du Selbstmord machst, werde ich dich wiederbeleben und dich umbringen, persönlich. I've read your letter, Mortimer. You wrote about an unbearable feeling of despair while the world crumbles around you. Tell me more about it. There's nothing more to say, really. It's hurtful, it's unbearable, and I don't ask anyone to understand what I feel. Tak, Schmerz ist wegweise. Sind ein glücklicher Mann. Verzweiflung ist ein tödliches Gift. Ist blind, keine Ahnung. Ich will bestimmt irgendwas wieder Falsches. Und kann einen weiteren Hinweis vergessen dann quasi. Erlaub mir mal kurz was zu checken. Okay, das habe ich gecheckt. Alles klar. Danke. Also, Schmerz ist ein Wegweiser? Nein. Sie sind ein glücklicher Mann. Sieht nicht so aus. Verzweiflung ist ein tödliches Gift. Das könnten wir mal sagen. Despair is a deadly poison I've tasted myself, sir. We're only tempted to drink it because we're terrified by the uncertainty of the next minute. I know that perfectly, Doctor. For I waited for so long, hoping that the next minute would be less unbearable. Okay. Bin immer noch ein Hinweis da. Und Fragen. So, kann man hier noch was? So Ne, ist alles dasselbe. Okay. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Da. Und warum hast du mir nicht Schlüssel gegeben? Das Lesen der Verbrenner, okay. Good evening, Doctor. How is my son doing?
Oh, persönliche Fragen. Mortimer is extremely vague as to his motivations for committing suicide. Tell me more about what you know. As you say, Mortimer had no reason to die. All he said to me was that he wanted to make the world a better place, but couldn't. Er fühlte sich nutzlos, ein besserer Ort. Why did your son feel so useless when facing the world? I think it was more that he could only see the melancholy facets of life. He couldn't help but dwell on such things. Gut, ein besseres Ort. What do you think he meant by making the world a better place? Mortimer has always been a sensitive soul. Mortimer. He wouldn't talk to anyone for months after his father passed. It's like he carries everyone's sadness with him. Okay, dann lassen wir noch die weit ausfragen. Wir könnten natürlich über Abschiedsbrief ihres Sohnes mal reden. Da habe ich auch meine Schweigepflicht gebrochen. Und wir haben die zwei Gruppen gesagt, hier wird ständig was gebrochen, also brechen wir auch mal unsere Schweigepflicht. I have read your son's suicide note. It was not an impulsive gesture, nor was it his first attempt. He threatened to kill himself a few times before, Du weißt doch davon. but I never thought he would dare to punish me this much. Punish you? Why? I've known for a long time he was not happy with his life, but I always hoped he cared enough to avoid making me suffer like this. Alles klar. Dann Sohn könnte erneut versuchen, sich umzubringen. Das hat er sogar im Brief geschrieben. Do you realize your son could try to kill himself again? He might succeed next time. I think about it every minute, but I won't stop fighting for my son's future. That's how much I love him. Er hat Glück, sie zu haben. Bereiten Sie sich auf das Schlimmste vor. Verweigern die Realität, aber ich denke mal, sie sollte sich wirklich auf das vorbereiten, nicht nur das Glück, sie zu haben. Ja, soll sich wirklich mal bereiten. Your empathy is remarkable, but I fear that your son's decision to end his life has already been made. How dare you talk to a mother like that? Talk to me like that? I'm only trying to Ich habe be wieder honest, was Falsches Mrs. gewählt. Goswick. As painful as this fatal end may be for you, you have to accept this is a possibility. No, I'll never accept it. Ich wollte doch My komplett son anderes was to damit die was under sagen. your Was soll care. das? Well, you have no idea what I'm capable of, Dr. Reid. Ja. Ich wollte damit nur sagen, die soll da aufpassen, Blin. Das ist immer, weißt du, so, du hast hier Auswahl und du weißt nicht, wie es gemeint ist. Du denkst, oh, das klingt auch positiv, klickst du dran und auf einmal ist es total negativ, Blin. Meine Fresse. Goodbye, Wiedersehen. Mrs. Habe ich bei ihr einen Hinweis. Verdammt. I'm alright. Good evening. I'm okay. Was soll das? Jetzt hier uns einen Hinweis. Hätte ich doch nehmen sollen. Oh, du hast Glück. I have to go. Er hat Glück. Wollte sie nur darauf vorbereiten, dass die da aufpasst mehr. Nein, der hat jetzt so gesagt, als würde der so oder so sterben. Sieht einfach nicht, wie es gemeint ist, ey. Gerade richtig aus. Auf. So, wo ist Whitechapel? So, hier. Erstmal hingehen. Whitechapel. Da müssen wir uns um Leute kümmern. Okay. Mann! Warum habe ich wieder zwei Markierungen? Hier habe ich doch mal entfernt. Whitechapel Streets, kritisch. Da waren wir schon mal. Hör auf zu schreien. Hoppa, Vampirjäger, die gerade gespawnt sind. Na, da. Wer klopft denn da wieder rum? Ach so. Best turn around if
Tak. Okay, haben wir erledigt. Hör auf da zu schreien. Sei froh, dass ich nicht bei dir bin. Da, wo müssen wir hin? Da müssen wir. Da müssen wir eigentlich schon da sein. Oder? Warte, ich muss mich ausruhen. Ich glaube, der kann überhaupt nicht mehr klappen. Tak. Hör auf zu schreien. Tak, weiter Vampirjäger. Die große Bestie. Wo ist denn die? Da. Ich dachte, das wäre eine Kanalratte an sich. Gut, lass mal an den vorbeigehen. Ah, können wir jetzt nicht auf einmal oder was? Dann müssen wir die bekämpfen halt. Ich brauche wirklich eine viel bessere Waffe. Hoppa. Hoppa, kein Ausdauer, warte. Okay, haben wir erledigt. Hier für eine Leiche. Aluminiumpulver, gefällt mir. Gut, diese, was hat der? Wässrige Blutprobe. Wir analysieren diese. Так, und jetzt können wir hier durch, oder? I cannot enter. Warum? Warum? Dann gehen wir kurz auf die andere Seite. Ich hoffe, das geht hier. Ah. Was ist das? Was ist dieser? Whitechapel, da sind wir doch drin. Jetzt wieder zurück, oder? Ah ja, hier waren ja auch solche komische Typen. Tatsächlich kann mich noch dran erinnern. Es müssten 2 sein, um genau zu sein. Jawohl. Wie oft muss ich euch noch verprügeln? Wieso verschwindet ihr einfach nicht von hier? Tak. Unser Versteck. Und lass mal kurz gucken, ob wir was herstellen können. Tak. Das hier mal analysieren. Das mal zerlegen, meinte ich. Und ja, mehr nicht, ne? Könnten wir mal das hier machen. Hoppa. Einmal das hier machen. Hoppa, da haben wir von jedem 2. Könnten wir einigen Leuten schon mal helfen. Das gefällt mir. Das ist gut. Diese hier könnten wir wieder runter. Machen wir auch auf jeden Fall. Leiche ist immer noch da. Also alles auf seinem Platz. Alles noch richtig hier. Muss ich mir keine Sorgen machen. Hier geht's wieder raus. Gute diese. White. Slate. Slate. Ich will nicht, dass es lädt. Und es lädt nicht mehr. Zack. Da liegt eine Leiche.
Aha. Weitere Blutprobe und ein Ring, was wir zerlegen können. Gut, diese. Tak. Wir müssen... Okay. Da ist schon mal Blutabend. Dann könnten wir mal schon mal helfen. Was ist hier? Hello, young man. I'm Dr. Reid, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Lass mich rein. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. So einfach Come geht on, es. I'm Harry, by the way. Is there only Harry. pain and suffering in this world? Du hast einfach so einen Vampir hier reingelassen. Aus dem Tresor. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Gut, die aktuelle Lage im Whitechapel. Lass mal erstmal fragen, wie es dem geht. Do you need Hat any er medical help, Blutvergiftung? young man? Yes, I do. Da könnten wir den ersten Mal schon mal I helfen. feel so tired. I don't know if it's the epidemic, but everything seems so hard. Gib mir You'll feel better with this. But you need to get a grip, young man. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. But I thank you for your concern, sir. Kein Problem, dafür bin ich Doktor. Über die aktuelle Lage in Have Whitechapel. you any recent news of Nurse Crane and her dispensary? I don't believe in miracles, but it seems the epidemic has been kept at bay for a few days. Genau, haben wir uns gut sogar entschieden, dass wir die Ärzte da am Leben gelassen haben. So, wie fühlst du dich? How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough like... Well, you know. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Okay, nicht glücklich in Whitechapel zu Forgive leben. my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? Ja, so, du hast ein Zuhause. Deine Lage könnte schlechter sein. Dein Vater hat sein Bestes getan. Deine Lage könnte wirklich schlechter sein. This Und place irgendwas is habe ich wieder awful, Falsches I ausgewählt. agree. But does that not mean your situation can only improve? That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful Wieder for Falsches what you've ausgewählt, got. ey. But I wasn't even consulted when we moved here. Warum verlässt du diesen Ort einfach nicht? If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reid. It's the living I'm afraid of. Alles klar, so. Sagt hier, einen Hinweis können wir herausfinden. Was ist sein Dings hier? Bahnstufe 1 können wir auch jederzeit aussaugen. Tak. Hinweise benötigt. Hier haben wir alles ausgefragt. Goodbye, young man. Take care of yourself. Gut, haben wir schon mal den ersten Mal. Dreams are soaked with gloom. Tja. Okay. Dann lass mal noch nach ein paar Sachen durchsuchen. Braucht er eh nicht. Hä? Aha. It's locked, all War nur nach. Dafür nehme ich Schillinge. Aha. Hoppa. Neues Sammlerobjekt. Professionelle Vampirjäger. Tak, was haben wir hier? Absagebrief.
Sehr geehrter Mr. Peterson, es ist leider meine Pflicht, Sie darüber in Kenntnis zu setzen, dass wir Ihre Bewerbung für die Stelle in der Werft ablehnen müssen. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns im Gespräch die Schwierigkeit Ihrer Lage mit Ihrem kranken Sohn und Ihrer verstorbenen Gattin erläutert haben. Es ist jedoch ein ausdrücklicher Teil unserer Firmenpolitik, kein ehemaliges Verbrechen oder Häftlinge anzustellen. Ihre unselige Verbindung zu den berüchtigten Good Boys, immer dieselbe Gang, also wie gesagt, von denen die Köpfe, die werde ich aussaugen auf jeden Fall, wurde ordnungsgemäß berücksichtigt. Die sind schwere, fürchterliche Zeiten sehr und Finch und Harper berücksichtigen zuerst jene Bewerber, die unsere flüchtigen Nachforschung über unseren zukünftigen Mitarbeiter genügen. Sie haben mein tief empfundenes Mitgefühl. Möge Gott Ihnen und Ihrer Familie gnädig sein. Und hochachtungsvoll ist schon mal nicht so, wie sagt man, also man hat immer gelernt, hochachtungsvoll ist mehr so eher beleidigend oder halt, das ist sehr, ja, mehr so, wie sagt man, ironisch gemeint, hochachtungsvoll. Schreibt immer mit freundlichen Grüßen. Wenn du einen Brief geschrieben bekommst und da steht zum Schluss hochachtungsvoll, da kannst du schon davon ausgehen, dass der Verfasser dich nicht wirklich leiden kann. Ist so. So was schreibt man nicht. Hochachtungsvoll. Come on, take a look. Don't be afraid. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Da, wie geht's dem? Was hat der denn? Blutarm und lass mal Do fragen. you need help, sir? To be honest, I'd prefer you take a look at my stuff. I'd rather be rich and sick than the contrary. Ja, aus der Medizin. I don't quite agree, but I won't argue with you. Please, take this. You'll feel better. Really? Free? Don't take it personally, but charity usually comes at a price. Human nature being what it is. Gut, was hat er überhaupt zu Right handeln? then. Show me what you have. Da, diese ganze chemische Zeug, die könnten wir zum Beispiel abkaufen, aber Berlin sind die bei dem teuer, überteuert, ey. Vor allem das hier. Oh, blind. Komm noch mal auf den zu. Fancy You buying? never. Da, über Whitechapel. When there's more people outside at night than during the day, then you've got to start to worry. Okay. Nutzen schmerzlos, hat er geantwortet. Wie läuft das Geschäft? How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. Gut, ein weiterer Hinweis über den Peterson. Und über den. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Wald nimmt zu. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged though. There was good money in that little box of loot I lost. Wurden sie verletzt? Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Zurück. Persönliche Fragen. Da fehlt uns einiges an Hinweisen. So. Haben wir noch, der holt sich, seine Bahnstufe ist. Ja, hinter meinem Kopf kannst du zwar nicht sehen, aber ich sag dir deswegen alles hier. Hier Hinweise fehlen, der holt sich, seine Blutqualität so, wegen meinem Kopf kannst du das natürlich nicht sehen. So, und hier Bahnstufe 4. Na gut, seine Blutqualität ist auch ordentlich, ja. Bye for Einverstanden. now.
So, wir wollten nochmal Jugend, habe ich nochmal vergessen anzusprechen, wegen diesem Brief da. Good evening, Harry. Sure. Even my dreams are soaked with gloom. So, I'm not bothered. Da, persönliche Fragen. Dein Vater sucht eine ähnliche would it Arbeit. ease tensions with your father if he got an honest job? Because he tried, you know. I can't say. I'd be glad if he dropped his thuggish activities. But I'm not sure it would be enough. Why is that? Sometimes I suspect it's me, Dr. Reid. Or it's this life. It's like I can't find my place. Mhm. Tag Leben in London, können wir was fragen? Nein, das war's. So, Is there ciao, hau only rein. pain and suffering in this world? Tak, dann höchstwahrscheinlich ist es er. You again? What do you Joe. want this time? Geht dich ein Scheißdreck an, ist meine Freizeit. Wie geht's dir überhaupt? Blutarmut, könnt Can ihr I mir offer helfen? you my medical expertise, Mr. Peterson? Keep your medicines for others. Nein, nein, hier, nimm There is das. a thin line between pride and stupidity, sir. Please take this medication. You'll feel better. All right. I'll take it then. It's not like I don't appreciate the gesture. Gut, aktuelle Lage in Whitechapel How is ist the allgemeine, sanitary fragen wir mal. situation in Whitechapel? I'm not easily scared, but crazy killers and armed patrols are lurking about. My son's right about this place. Ja, Leben in London. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. Dann über den Ärztemangel. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Gut, drangsalieren Sie gerne Leute. How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. Überleben ist ein Naturgesetz. Sie hätten sich weigern können. Sind ein Krimineller. Na blind, ich werde wieder irgendwas Falsches auswählen. Sie hätten sich weigern können. Und ein Krimineller. Ist da jetzt dadurch, ja. Nun lass man uns fragen. Most people don't become thugs when unemployed. This is a choice you made. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons. And that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Gut, weiterer Hinweis haben wir freigeschaltet und über Lewis, der hinter uns steht. So, persönliche Fragen. Ein Hinweis fehlt uns. Harry ist unglücklich in Harry Whitechapel. doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Sie bereuen nichts. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Dann möchten Sie sich nicht verhaftet werden? Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Zurück. Und jetzt könnten wir nochmal. Warum weiterhin für die Gang arbeiten? Why do you keep on working for the gang, Joe?
You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now. People won't forget it. You could leave tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. My son's weak. And there's no way he'll endure another disappointment. Hoppeln, ich habe im Krankenhaus einstellen, keine Ahnung. Gut, haben wir alles ausgefragt. Jetzt können wir den komischen Typen da hinten nochmal ausfragen. Den Son nochmal und dann nochmal den. You never lose your focus. Tak. Leben in London? Nein. Persönliche Fragen, genau. Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I've known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. And these days, he's just another thug. Was ist Joes Geschichte? What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer, good one even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. Trauen ist niemals leicht. Verzweiflung kann ein Gift sein, haben wir schon mal gesagt, okay. Er ist bloß ein Feigling. Trauen ist niemals leicht. Verzweiflung kann ein Gift sein. Trauen ist niemals leicht. Er ist bloß ein Feigling, sagen wir nicht. Without making excuses for him, it's safe to say that despair can poison even the sanest mind. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. Okay. Niemand hat ihm die Stirn geboten. And no one has ever stood up to this thug. Nobody would be fool enough to stand against the wet boot boy. Na, die Wetwood Boys, die werden wir schon beseitigen. What do you know of Harry Peterson? The boy seems so fragile, not like his father at all. Harry's a good boy, but he spends most of his time complaining. He's had it tough, all right, but he needs to grow a pair. What troubles him exactly? Well, despite being his father's son, almost everything, I think. He never wanted to come to Whitechapel in the first place. Hates this place more than most of us. Okay, zurück. Das war's eigentlich, ne? Haben wir jetzt alles ausgefragt. Gut, wir könnten nochmal mit dem Son reden. Oder erstmal mit dem reden. Persönliche Fragen? Nein, haben wir nichts freigeschaltet weiteres. Gut, dann könnten wir nochmal mit Son reden. Dann bin ich mir sicher, dass wir da was freigeschaltet haben. Denke ich mal, gehe ich mal davon aus. Good, sure. Is there only pain and suffering? So, I'm not bothered. Jawohl. your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. Hast du mit Lewis gesprochen? Verantwortlich für deinen Vater, okay. Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. Okay. But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. Mhm. Tak. Sonst eigentlich nichts mehr weiter. Ja? Goodbye. Gut. Is there only pain and suffering in this world? Oder auch nicht gut. Oder auch gut. Dann nochmal den ansprechen. You never... Nein, nichts Neues. Auch nichts Goodbye, Neues. Auf Wiedersehen. Wo ist Joe? Joe? Joy? Das ist niemand anderes. Wo ist Joe? Oh, da ist er. You again? Okay, auch nichts weiteres.
Alles klar, dann haben wir die schon mal erledigt. Dann könnten wir jetzt mal uns ein bisschen um anderen auch kümmern. Angenommen, um die Frau, die gerade von mir abhaut. Bleib stehen, ein Verrückter rennt dir hinterher. Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reid? Was für Meinung? Geht's dir überhaupt erstmal? Do Blutvergiftung. you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. Erstmedizin. I am shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Ich weiß nicht, Colin, so siehst du ja vieles nicht. Was ist, wenn ich jetzt Webcam einfach mehr so in der Mitte hier setze? Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch irgendwas versperren würde. Kannst du nämlich dann beobachten, wie es denn geht. Machen wir mal kurz. Einfach mal zu probieren aus Scheiß. Zack. So auf. Aber noch ein bisschen. Aber passt. Zack, lass mal schauen. Angenommen, wenn ich jetzt F drücke, oh, schon siehst du alles, ne? Hinweis, Blutqualität und das sich jetzt erholt, weil ich gerade hier Dings hier gegeben haben. So, ich würde sagen. Goodbye, Miss. Take care. Nein, nicht goodbye. Warte, Shit. warte. Ja, bleiben wir im Gespräch, aber wir machen eine kurze Pause auf die Tür. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.
Tag, da sind wir wieder. Lass mal direkt wieder die ansprechen. Ich gesagt habe, versprochen habe, kurze Pause war das. Hoffe ich mal. Gut, ein Schluck Kaffee. Jetzt, wer weitergeht, da ist er. Es ist ungewöhnlich, dass der Webcam ein bisschen weiter unten ist. Und auf geht's. Tag, also, wir haben noch keine Hinweise über die. Was sagt eigentlich hier? Bahnstufe ist 4. Lass mal kurz Standard mal ausfragen. When I think about all the people who died trying to reach England, it seems we escaped a war just to die on foreign shores, hated by all. Tag, ihr Leben in London. Über ihre Gesundheit. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Ich glaube, die will unbedingt ausgesaugt werden. So, ihre Karriere bringt viele. Ja, ihre Karriere birgt viele Gesundheitsrisiken. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. Ihre Überlebenschancen werden weniger. You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Gut, ich würde vorschlagen, sobald wir Bahnstufe 4 erreichen, ist sie zumindest in Whitechapel jetzt auf meiner Liste. So, weitere Hinweise benötigt, dann können wir Persönliches fragen und dann können wir was noch besprechen. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. Ich verurteile Sie nicht, versuchen Sie eine andere Arbeit zu finden. Ihre Entscheidung, Ihren Körper zu verkaufen. Weil, einen Hinweis haben wir schon mal entdeckt, ne? Так, Christina konnte keinen anständigen Job finden, da sie eine Migrantin ist. Dem können wir auch mal quatschen, Personenkreis. Aha. Tak, ich verurteile sie nicht. Versuchen Sie, eine andere Arbeit zu finden. Ich werde bestimmt wieder irgendwas Falsches wieder blenden und dann sind die weitere Hinweise Geschichte. Tak. Verurteile sie nicht. Und das würde ich jetzt nicht wählen. Ich kann sagen, ey, versuche andere Arbeit zu finden, aber die kann sagen, nee, verpiss dich. Ich kann sagen, ich verurteile sie nicht, mach was du willst. Ja, was wird das? Keine Ahnung. Nicht dafür. Und dabei versuch mal andere Arbeit zu finden. I'm sure you could have found another job, perhaps less lucrative. Maybe you should try again. And when exactly was the last time you looked for a job? Or worried about the rent, or what, or when you were going to eat? Okay, wenigstens sind keine der Dings hier gesperrt. Okay, dann können wir den Papst nochmal da ausfragen. Goodbye, Miss. Vielleicht gibt er uns Take noch care ein paar of yourself Hinweise über as sie, best you can. über diese Person. I'm cheap and I'm clean. Aber jedem ist klar mit, was sich die Dame beschäftigt, ne? Wie sie ihr Geld Pay me a verdient. glass and I'll be gentle. Pay me a bottle and I'll... Okay. So. Haben wir ihr Medizin gegeben? Ja. Tak. Reden wir mit dem Good nochmal. evening, Mr. Whittaker. It's Father Whittaker, my son. Hey, sorry, Vater Whittaker. Are you still lost in your rational delusions? Wollte nur wissen, wie es dir geht, Blutarmut. Ne? Don't you fear Faith. Wir müssen Medizin machen erstmal. Very well. Ich komme wieder. Moment, auf Wiedersehen. I have Wenn wir gleich unser Gespräch fortführen.
Dazu muss ich erstmal kurz wieder zum unserem Versteck. Und der war... Habe ich vergessen. Unser Versteck. Wo war unser Versteck? Sag mal schnell, wo unser Versteck war. Oh, hier ist ein... Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reid. Come on in. Nee, hier wollte ich nicht. Oder hat er auch Werkstatt? Und der hat Werkstatt, aber die können wir nicht nutzen. Der hat zumindest einen Schraubstock. Und das gefällt mir. Weg. Oh, der hat hier Tresor. It's Aber locked. verschlossen. Warte. Wollen zu unserem Versteck. Kommen wir wieder. Opa. Так, da ist unser Versteck. Mensch. Okay. Da. Hier ist wahrscheinlich eine weitere Frau mit verniedrigten Sozialverhalten. Was ist hier? Tak. Ich komme gleich zu euch. Erstmal kurz Medizin herstellen. Okay. So, Leiche ist noch da. Alles gut. Hier ist noch eine weitere Leiche. Tak. Alles auf seinen Platz. Hoppa. Tak, wo ist Werkstatt? So, wo ist Werkstatt? Da. So, wir haben was zum Wiederverwerten. Voll. Jetzt könnten wir... Deiner hat Blutalmond, glaube ich. Ah, uns reicht... oh, das müssen wir zum Händler. Reicht uns nicht aus, leider. Weil hin und her rennen jetzt. Weg. Hier Europa. Hier gehen wir raus. Okay. Tak. Warte. Aha. Da war der Händler. You never... Deine Dings hier sind zwar überteuert, aber ich brauche das alles. Das Ding. Bestätigen. Und dabei kaufen wir schon alles ab. Weil denn, das wird teurer. Ich hab dir geholfen, du sollst mir Sonderangebot machen. Nein, ich blende. Fries. Tak. Wieder zurück zu unserem Versteck. Kranke Bürger können mit der richtigen Behandlung geheilt werden. Gesunde Bürger heben die Gesundheitszustand des Bezirks auf. Und das ist das, was wir versuchen. Du siehst, der Bezirk ist kritisch. Das ist nicht gut. Ja, Werkstatt. Werkstatt. Ja. So. Ballen. Einer hat Blutarmut gehabt. Das machen wir noch mehr von diesen Lösungen. Gleich am teuersten. Gaspiolen haben wir genug. Denk mal. Lass mal erstmal Blutarmut machen. Und da müssen wir gucken. Ansonsten können wir erstmal Sidequests machen und dann kriegen wir mehr Zutaten und dann können wir auch den anderen helfen. Weil sonst, das ist der einzige, wo ich jetzt
gefunden habe, wo man sein Geld ausgeben kann. Und zwar für die Zutaten. Und lass sie doch, das sind meine einzigen Zuschauer. Bots, lass den Bots in Ruhe. Außerdem brauchst du auch Arbeit, um die zu baden. Was geht bei dir? Zack, wer war jetzt blutarm hier? Da war irgendein Papst hier. Ja, blutarm. Good evening, Mr. Whitaker. It's Father Whitaker, my son. So, are you Da, wie geht's dir nochmal? Don't you? fate? Jetzt habe ich Medizin. No doubt your faith will prevail, but let me give you some extra protection against the devil's work. Medicine. Blessed be your generosity, my son. Hier, Rainbow Six habe ich gesehen, oder? How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? Don't you hear the trumpets? The apocalypse is upon us, Dr. Reid. The final battle. Alles klar, Leben in London, es steht schlecht. Nicht? What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists Und are Vince Gold? entangled in a world of causes and consequences. And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Ich glaube nur an Fakten. Nee, lass mal ihn anhören. Vielleicht kriegen wir Hinweise für den. Was hat er hier? Was hat er überhaupt für Bahnstufe? Bahnstufe 5? Oh, das ist ein richtiger Heiliger oder was? Hier, da holt sich schon mal. Lass mal ihn anhören. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Was ist Ihr Plan? Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this That's it, yeah. legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No, What is left then? cleansing fire. Bist wohl gestört? Willst du alles verbrennen hier oder was, Bleney? Es steht schlecht um mich, das haben wir schon gefragt. Wie genau werden Sie diese Stadt reinigen? Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Weil Wissenschaft ist unsere einzige Hoffnung, glaube ich, kann man dann schlecht sagen. Ich will noch weitere Hinweise über den erleben. Wir leben im 20. Jahrhundert. Oder doch? Wo ziehen sie die Grenzen? Nur Berlin. Kurz Details angucken. Wer will die Epidemie mit Feuer bereinigen? Lass mal das hier fragen, denke ich. Nicht, dass wir damit den irgendwie verärgern und uns fehlen dann Hinweise über den. Purification by fire has proved useful, but where do you stop? Burn the clothes? The buildings? The corpses? Worse? Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher, a small-time Torquemada, the Savonarola of Whitechapel. How come I'm still here while Joseph Larrabee is dead then? What are you talking about? The vicar of St. Mary's Church has been found dead on a grave. God clearly chose me, Doctor. I am the answer. I carry the fire.
Gut, haben wir weiteres freigeschaltet. Warum solche Verachtung für Joseph? Tell me the reason why you despise Joseph Larrabee so much, Tobias. A faithless shepherd is the worst criminal, for he leads his flock to the abyss by disregarding the right path. God smote this man, for he doubted. I only met him briefly, but he seemed a dedicated man who tried to provide guidance. Do you not believe in punishment, my son? I am not talking about the law of men. I am talking about judgment from heaven. Sind unsere eigenen Richter. Gott wird niemals mein Herr sein. Ich glaube an die Wissenschaft. Ich denke mal, wir nehmen Wissenschaft, weil wir Wissenschaftler auch sind. I believe in the logical and factual organization of everything in the universe. God, if he exists, is just a principle waiting to be discovered. Armageddon is upon us, Dr. Reid. The final battle where every soul will be weighed. I'm afraid yours will burn for a long time. Alles klar, so. Da gibt es auch nichts mehr. Dann persönliche Fragen. Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I sent him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Wohin haben Sie ihn gesandt? Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. Neue Untersuchung, geil. Ihn zu predigen durch die Stadt geschickt. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. Alles klar, so, zurück. Wir haben weitere Untersuchungen. Und ich denke mal, enough for tonight. Goodbye. ehe wir jetzt weiter mit Leuten quatschen, da uns verdammt viele Zutaten fehlt für irgendwelche medizinische Zwecke, machen wir erstmal diese Sidequest alle. Und zwar fangen wir an. Oh, Blutvergiftung. Na gut, Blutvergiftung kann ich noch heilen. Das nicht mehr. Ja, warte. Erstmal kurz Gesamtzustand gucken. So. Ja, Blutvergiftung. Gegen Blutvergiftung habe ich. Nee, ich habe das auch nichts mehr. Jetzt war Blutarmut. Ballett. Blutvergiftung. Erkältung, gegen Erkältung kann ich was machen, tatsächlich. Da habe ich noch was. Lungenentzündung, da habe ich auch noch was. Da könnten wir den beiden noch helfen. So. Neurologie, da habe ich noch kein Wissen dazu. So. Dann lassen wir uns zu der Frau da gehen. Die ich sogar schon irgendwo gesehen gehabt. Opa, Müll durchsuchen. Da kriegen wir nämlich Zutaten. Ah, okay, ich hab's verstanden. War falscher Weg. Ja, hör auf zu schreien, ich komme gleich zu dir. Wo sind wir denn lang gelaufen? Da beruhig dich. Wir sind dann hier vorbeigelaufen, glaube ich. Zack. Der hatte. Warte, der kann über die komische Frau da was erzählen. Can I help you? Hey. How are I always And thought it that- was and you're not sure? empty. Zack. Ihre Untersuchungen in London. Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Aha. Eine Zeitung berichtet über die Why Epidemie. are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. Sag, was? Das ist eine Schande, das ist kriminell. Es ist nur logisch. Jetzt habe ich verpasst, was der jetzt zum Schluss gesagt hat.
Das ist kriminell, das ist eine Schande. Unlogisch. Was hat er jetzt gesagt? Ich hab's vergessen, Blin. Und Blin, keine Ahnung, will ich jetzt irgendwas aus. Das ist kriminell. If no one stops it, this epidemic could turn into a scourge. It may kill more people than the war itself. Yes, this is another kind of war, but just as deadly. History will judge us all for what we did and what we did not. Okay, alles gut. So, keine Angst, nachts vor die Tür zu gehen. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? Es gibt eine rationale Erklärung, eine Rationalismus wurde erschüttert. Mein Ration ist nicht bloß eine Epidemie. Das ist auch nicht. I'm convinced there is more at work here than a simple epidemic. Really? To be honest, I could say the same. Some of the sick I saw or heard of. My God, what happened to them? Gut, was tun Sie nach Sonnenuntergang? What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. Riskieren So ihr you Leben. risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. Ist klar, weiterer Hinweis erfahren. Wohl, welche Bahnstufe hat er überhaupt? Hier. Whitechapel haben die alle ordentlichen Bahnstufe. Interessiert sich das Volk dafür? That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Zurück. Könnten wir jetzt was Persönliches fragen? Oder auch nicht. Uns fehlen Hinweise. Goodbye, Mr. Tschüss. Warte. Good evening, Doc. Geht's dir überhaupt? Blutvergiftung. Blind. Ich glaube, ich habe nichts mehr. Ja. Good. Gut. Dann, wenn wir die nochmal ansprechen, wir noch was erfahren, tatsächlich. Change. Und zwar nichts, haben wir erfahren. Doch, hier. Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Warum so skeptisch? Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? Sprechen Sie aus Erfahrung? Are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Total unsympathisch. Da, Goodbye. wo war jetzt eigentlich diese eine Frau da? Gesehen. Hier nicht. Hoppa, die brauchen wir nicht. Weil hier sind Skulls. Dort der falsche Weg. Auf der Karte werden Personen nicht markiert, ne? Wenn ich hier reinzoome. Kann ich mal reinzoomen. Doch, ich kann so reinzoomen. Wo waren die? Das entfernen wir mal, das entfernen wir mal. Apotheker. Hier ist noch ein Händler. Okay. Lungenentzündung, da können wir doch helfen. Ah, das ist der Opa. Drin ist, ne?
Das ist der Roboter, der drin ist, okay. Hello, Mr. Petrescu. Hello. Dann können wir doch helfen, oder? Yes? Do you Yeah. need some... Medizin geben, jawohl. So, How is this... How is the sanity... We hold on despite in London, okay. So, Schwester Dorothees echter So Name. Dorothy's real name is not Crane. like myself and many people in this area. Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Gut, erzählen Sie mehr über Amelia. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Keine Sorge um ihre Are Sicherheit. you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever, too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Ja, klar. Ist sie wirklich. Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family. Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Gut, zurück. Wir haben hier... Erzählen Sie mehr über... Echt? Tell me everything. I do not believe... Ja, doch. Gibt's nichts mehr Neues. Warum ist es hier nicht ausgegraut? Keine Ahnung. So, warum Richard nicht veröffentlicht? Did you refuse to publish Richard Nethercott's previous works, Darius? Yes, his manuscript is as pompous as he is starched. Now there's a man who loves the sound of his own Weiß voice. nicht mal, You was could geht have hier told him tatsächlich. As a great writer recently said, politeness is the most acceptable hypocrisy. Gut, ist ausgegraut, haben wir ja schon gefragt hier. Das ist auch nicht ausgegraut, obwohl es immer dieselbe Antwort gibt. So, wir können auch ein bisschen Persönliches Do you have any ausfragen. family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Mein Vater hat uns auch verlassen. England nach dem Krieg verlassen. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but thank you, Dr. Reid. I appreciate your trust. Okay, England nach dem Krieg This verlassen. war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. Zurück. Wurde diese aufgeräumt, hoffe ich mal. Nicht alles unter den Teppich gefegt oder so. Der politische Vergangenheit. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. Gut, fragen wir noch über ihre Begegnungen. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I shared many ideas about this country and about the country we left.
You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reid. Geht es, Schwester Dorothea, diese Tage? How is Nurse Crane these days? I don't know what you told her, what kind of deal you made, but Dorothea seems less anxious recently. Thank you for that, Dr. Ja, Reid. unsere Entscheidung war trotzdem gut, sie verschonen zu lassen. So, das wäre hier so komplett feindlich zu uns, wenn ich die ausgesagt hätte. Außerdem hat sie gute Zwecke verfolgt. Ja, mach mal den Tresor auf. Was soll das, ey, Opa? Ich habe immer wieder gesagt, wer seine Tresoren verschließt, ihre Überlebenschancen, die sinken einfach so. Da. Lass mal noch mal gucken. So, Whitechapel. Da holt sich schon mal. Die holen sich. So, das kann ich nicht teilen. Blutvergiftung habe ich leider auch nichts mehr. Nee. Passier schon, die habe ich gesucht. Der hat Erkältung so. Und irgendein Richard hat Lungenentzündung. Den muss ich auch noch finden. Da. Ich würde sagen. Oh, war die? Ich habe die total verloren, ey. Das war die nicht. Aber die war in der Nähe. Wer ist denn das überhaupt? Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reid, by the way. Dr. Jonathan Reid. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Lösung. I'd like to see what sie hat. Und zwar nur. Die ist noch teurer, ey. Übertreib doch nicht hier gleich direkt hier. Was ist das für ein Mixtur? Lass mal kaufen. Mal gucken, was draus kommt. Das kaufe ich alles. Noch teurer geworden, ey. Übertreibt doch nicht mehr. Und im Rest haben wir noch genug. Tag. Good evening, my dear colleague. Okay, alles klar. Viel Spaß mit Serio. Aktuelle Lage war in Whitechapel. Standort fragen wir mal aus. So, leben in London. Irgendwelche interessanten Personen hier. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. Wie geht es den Anwohnern? What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Leute, denen ich aus dem Weg gehen sollte. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Oh, das ist gut, das ist gut. Ein Verbrecher, den wir aussaugen können. Den gehe ich bestimmt nicht aus dem Weg, den werde ich sogar aufsuchen. So weitere fehlt. Er hat Bronchitis, ich glaube, gegen das können You wir look ill, helfen. Miss Swanborough. Jawohl, wir haben Well, Medizin. there you have it. Thank you. So, weiteren Personen geholfen. Goodbye. Jawohl. So, jetzt diese Asiatin, wo war die jetzt so blind? Die doch nicht lange her gesehen. Raten. Die nicht. Nee, den auch nicht. Erholt sich, da waren wir schon bei dem. Loretta, wo ist die Asiatin, die ich gesehen habe? Oh. Wird doch richtig, oder? So, den könnten wir nicht helfen. Warte, das ist doch der Verbrecher, oder? Nee, ist er nicht. Blutvergiftung können wir nicht helfen. Wo ist die Asiatin hin? Rat mal.
war nicht weit entfernt von dieser Lorette, das weiß ich auch. Oh. Da ist sie doch, nur auf der anderen Seite. Ich komme zu dir. Warte, ich komme zu dir. Hallo. Hallo, habe ich gesagt. Good evening, Xiaoshu. Wang Shanghao, Dr. Reid. Und Good to see you again. Tak, sie hat Erkältung. Wir haben sogar 3-mal Heilmittel gegen How do you Erkältung. feel? Geben mir Medizin You should und recover gute quickly. Dieser. Thank you. Jawohl, jetzt kann die sich erholen. Die aktuelle Lage in Whitechapel, How- Standardfrage. Können wir sogar überspringen. Gut, womit verdienen sie ihre What are Lebensunterhalt? you doing with your time now that you're back in Whitechapel? I've decided to help the poor and sick of the neighborhood by handing out medicine. Alles klar, warum nachts? That's very charitable of you. But why do it at night? I've noticed that the most desperate people tend to go out after dark. Hence my presence, to help them when I can. Es ist einfach so eine billige Ausrede, warum die Nachtsleute immer draußen sind. Weil wir Vampiren spielen und in der Sonne verbrennen wir uns. So, irgendwie müssen die das doch alles erklären. Verteilung kostenloser Medikamente. Giving Mach out ich eigentlich medicine. auch. How can you afford to do that? I am a rich widow, Dr. Reid. My departed husband left me enough money to last the rest of my life. I can spend some on those who don't have any. Ist klar, so zurück. Umzug in eine bessere Why Nachbarschaft. don't you move to a better neighborhood? I thought about it, I confess. To go back to the same empty home every day still hurts me a lot. Why stay here then? I am a woman of habit, Dr. Reid. And for now, I am happier being useful in a familiar place than I would be anywhere else. Zurück. Dann können wir was Persönliches ausfragen. Wie fühlen Sie sich nun? How do you feel now that you're back in Whitechapel? I've decided to follow your advice, sir. I won't forget the dead, but my efforts will be for the living. Eine kluge Einstellung, seien Sie achtsam, verlieren Sie nicht. Verlieren Sie sich nicht dabei. Eine kluge Einstellung. I've no doubt. That is a wise and useful attitude in this part of town. To be completely honest with you, I'm also doing this for myself. If I'm destined to survive this epidemic, I need my life to have some purpose. Und wir haben letzte Hinweis über sie freigeschaltet. Ihr Bannstufe ist zwar 3, wir können ihr jederzeit aussaugen, aber sie ist eigentlich voll korrekt. Sie hilft mir dabei, den Bezirk zu heilen. Denkt sie immer noch an ihren Mann? Do you still think about your departed husband? Of course I do. I'll never forget my beloved Matthew, but how do I put it? Now I miss him more than I want him back. I know what you mean. And I think it means you're getting better. Maybe death will take me the way it took Matthew, without warning and without mercy. But until then, I live on. Zurück. Und das war's auch mit ihr. Jetzt mal gucken. Jemandem helfen? Lungenentzündung. Richard müssen wir noch finden. Dann können wir die Sidequests machen. Blutvergiftung können wir noch nicht herstellen. Okay. Richard. Aber wir haben schon verdammt vielen hier geholfen tatsächlich. 2 Unbekannten haben wir. Den habe ich glaube ich sogar gesehen. Wieder. Warte, wo war? Der ist doch ein Unbekannt, oder? Nee, der ist nicht. Oder? Good evening, Benjamin. Ja, den kennen wir schon. Weil Sie diesen Brief. Sie sollten diesen Brief lesen. Aber wir haben einen Sidequest gehabt, ja? Okay. I have found a very interesting letter. Your son planned to prove his worth to the gang by stealing your medicine. Oh, I see. So the little bugger thought he could use his dad to build a reputation. The gang's recruiter was dead when I found him. Perhaps you should take better care of your son. I love my Albert, sir. Believe me. It's just... well, I'm an arsehole, I suppose. Anyway, thanks for the letter. This is for your trouble. Das ist eine Mixtur. Ich habe jetzt einen zweiten bekommen. So.
Standard mal austragen. Blend. Jetzt können wir... Was ist mit Hinweisen? Gegen Neurologie habe ich jetzt nichts. So, Bandstufe 1 ist da. Will ich jetzt irgendwas fragen? Gut, ich denke mal, wir suchen erstmal den einen, den wir noch helfen können. Und dann machen wir noch weitere Side-Quests. Warten, den habe ich doch auch irgendwo gesehen, glaubt. Oder nicht? Blatt. Blutvergiftung. Okay. Blend. Und einfach sinnlos eine Runde gelaufen. How are you, boy? I'm not your boy, alright? Now piss off. Have conditions. I'm ready. Sagt persönliche Fragen. Hinweise fehlen uns. Ja, das mal. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything. It ain't me. Vielleicht hat er dich verwechselt. Was du getan hast, ist unverzeihlich. Du hast dir ein leichtes Ziel ausgesucht. Yes, you did. Unverzeihlich. And it was cowardly and inexcusable. Shut off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. Oh, Blin, du brauchst mal ordentlichen Gürtel, junge Bursche, Blin, ey. Goodbye, young. Wir sehen uns wieder. Ein unbekanntes Gesicht haben wir noch hier irgendwo, Blin. Vielleicht muss ich dann irgendwo erstmal retten. Oh, Müll, durchsuchen wir mal. Hier gehen wir wieder raus. Так, als erstes mache ich jetzt andere Waffen. So. Wie war das mit Wechseln nochmal? So, ja. Okay, so ist es. Gut. Dann verfolgen wir mal ein paar Side-Quests. Das haben wir erledigt, das haben wir erledigt. Verfolgen wir den hier. Gut, das ist irgendwo hier vorne. 200 Meter entfernt. Warum zeigt er mir hier rechts kein Sidequest an, was ich machen soll? Frage ich mich gerade. Oh, wo ist denn das? Ah, Friedhof, da müssen wir zum Friedhof. Nicht schon wieder Friedhof, ey. Hör auf zu schreien. Moment. Hier war doch sowas so eine Art wie Abkürzung, Gott etwa nicht? Haben wir Aluminiumpulver, gefällt mir. War nicht da drauf irgendwie? War nicht da drauf irgendwie? Warum erscheint hier nichts? Man kann hier drauf, okay. So war das. Aha. Wer ist hier nichts? Ja. Ich kann nirgends verstehen, diese. Ich wieder zurück. Ah, hier waren ja solche komischen Leute versteckt. Wir sind ja gleich beim Krankenhaus, glaube ich. Ja. Zack. Wir sind wieder hier beim Krankenhaus. Gut, lass mal hier links lang gehen. Opa, weiterer Vampirjäger. Ja, ich will nur vorbei, lass mich doch einfach durchblenden. Hier sind ein paar Skals, vernichtet die doch mal, macht euch mal nützlich und hört auf mich zu jagen. Ich will nur... Komplett beruhig dich. Muss ich jetzt mit euch kämpfen oder was? Oblin, ich muss mit denen kämpfen. Okay. Hier sind Skulls, ey. Hört doch auf.
Du musst das Blut vergießen, wenn... Guck mal, wie der Skull schreit, der will doch getötet werden, Blend. Hier ist noch ein Skull, guck mal. Blend. Gut, die haben wir schon mal erledigt. Hier noch seine Beute. Da, während die da beschäftigt. Oh, warte, die Leiche will ich durchsuchen. Ich will nur die Leiche durchsuchen. Ja, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon, ich gehe schon. Ich gehe ja schon. Gerade erst haben die mich angegriffen, jetzt lassen die mich einfach so freiwillig laufen. Was diese? Dark. Was ist mit Sidequest? Aha. 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 Ja. Aha. In den jungen Samuel auf dem Friedhof. Okay. Aha. Samuel! Samuel, wo bist du? Was macht der Schläger hier? Da blende ich suche nur den Samuel. Ja, mal jemanden mal. Oh. Carnage. Is Father Whitaker's disciple among the bodies, I wonder? Uh-huh. This man's far too old to be Samuel. Okay, was ist da? No. By the look of his clothes, this man's a docker. Docksarbeiter. Huh? Davor, wo ich hier war, war das nicht. Was ist hier passiert? Ach, hier ist auch nochmal Blut. Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. Dann folgen wir der Blutspur, aber... Oh ja. Folgen wir halt... Oh, hier ist eine Kiste. It's locked. Ah, nur nach dem verschlossen. Warum? Da, hier. Blutspur geht nach rechts. Deshalb folgen wir der Blutspur. Zack. Feindliches in der Nähe. Ha? Aha. Blutspur endet hier. Doch, nee, da geht's weiter. Ha? Das bosshafter Skull. Ich hoffe, der geht mir jetzt nicht auf die Nerven. Mindestens noch am Essen. Können wir einfach weitergehen. Blutspur führt uns hier runter. So. Das sind weitere Skulls, die wir wahrscheinlich... As I feared. Samuel no longer preaches the good word. So, wo liegt denn der? Nur Skulls, die hier rumliegen. Ah, der ist zum Skull geworden. Da ist doch der Samuel. Ich denke mal, da müssen wir den erlösen von seinem Leid. Tagebucheintrag, warte. Tagebucheintrag, nur damit wir es mal gelesen haben. Oh, Blinde ist ein Roman. Ja, jetzt können wir den nächsten verprügeln. Wir haben weiteren Hinweis freigeschaltet. Alles klar. Und alles klar. So. Da oben. Was schreit denn da oben an? Können wir rein. Interessant. Hier ist ein blinder Skull. Sofort gestoppt ist. Tak. Gut, Daten nicht schlecht. Hier liegt ein Toter. Tak. Mehr sehe ich hier nichts zum Aufheben oder so, ne? Ne. Können wir auch weitergehen. Tak. Irgendwas? Nein. Doch. Rostige Pillendose und kleine Fläschchen. Kleines Fläschchen. So. Können wir auf die andere Seite uns beamen. Und sind direkt bei unseren
Ist ein Unterschlupf. Da können wir ein paar Medizin herstellen. Was ist los? So, erstmal das hier verwerten. Das hier. Und das hier. Blutarmut herstellen, gegen Blutvergiftung und nochmal gegen Blutarmut. Einmal gegen Blutvergiftung haben wir noch was. Gegen Lungenentzündung machen wir auch noch was. Und ja, das reicht auch erstmal vorerst. Ich muss vorschlagen. Hier It's locked. ist verschlossen. Gehen wir hier. Warte, lass mal anderen Sidequests nochmal prüfen. Gehen wir nach Whitechapel wieder reisen. Ah ne, führt uns alles zum Whitechapel. Okay, dann ist alles gut. Dann machen wir die Tür auf. Und, oh. Ne Bestie, große Bestie ist hier. Ah. Gut, können wir den mal kurz bekämpfen. Oder der geht einfach weg. Lass mal den kurz bekämpfen, warum auch nicht. So einfach war das. Außerdem haben wir Blutprobe erhalten. Das gefällt mir auch ganz gut. Zack. Oh, Bild durchsuchen. Ist klar? Alles klar. Das hier. Dahin will ich nicht. Wir hier durch. Mal die Tür aufschließen. Meter ist unser Ziel wieder entfernt. Weit laufen. Da, Vampirjäger, Zeug höre ich nicht. Alles gut, beruhigt euch. Kann ich dahin? Jawohl. Was wollte ich hier? Um dahin zu gehen. Okay. Und hier wollte ich hier. Und hier kann ich hier runter. Okay, alles klar. Gefällt mir. Gute dieser. Zack. Was wollte ich hier? Was ist hier? Hier ist nichts. Also wir kommen sonst was. Ich wieder zurück. Kein Problem. Kein Problem. Ich halt wieder zurück. Wieder auf der anderen Seite da jetzt. Als ob man jetzt nirgendwo hier durchlaufen kann. Was soll das? Ich will dahin. Ganze Weg um so. Hier können wir runter. Da oben ist doch was. Hoppa! Was machst du denn hier? Na. Mein Haus diese. Komm nicht nochmal rein. Die Schillinge ausrauben, die ich hier liegen gelassen habe. Das ist alles meine. Ach, hier ist noch was. 5 Schillinge. Gute diese. Zack. Beruhigt euch. Gut. Jetzt sind wir hier wieder beim Krankenhaus. Auf geht's nach Whitechapel. Schade, dass hier keine Schnellreiseoption gibt. Vielleicht gibt es und ich weiß nicht, wie es funktioniert. Aber es wurde nicht gezeigt, wenn es gibt. Müssen wir hinrennen. Viel Gerenne hier. Verdammt viel Gerenne. Schnauze. Gut, gehen wir durch. It's locked, all right. Warum? Habe ich das nicht schon mal freigeschaltet oder so? Hätte Markierung machen sollen beim Tor, damit ich von der anderen Seite die öffnen kann.
jetzt mal noch schnell machen. Das ist ungefähr hier. Ja. Ungefähr hier dieses Tor. Das ist einfach nur von der anderen Seite öffnen, dann ist alles gut. Zack, Opa, was ist hier? Schillinge. Oh, eine dieser. So, Skulls sind immer noch tot, gefällt mir. Weniger Probleme. Ah? Jetzt könnten wir hier wieder raus. Jawohl. Deck. Deck. Dann Deck. Ist das ein Tor gewesen? Aha, okay. Ich weiß jetzt. Mal direkt diesen Scheiß Tor freischalten blenden. Ist der hier gewesen. Tür wurde aufgeschlossen, jawohl. Müssen wir nicht ständig Umweg laufen. Okay. So, ich habe was gegen Blutvergiftung, junger Mann. Warte, ich gebe dir das gleich. Good evening. Do you need... That would be... Erste Medizin. Goodbye, Gut. Mr. So, da konnten wir eher dem helfen. So, sie erholt sich. Dann... Der erholt sich. Der andere erholt sich auch. So. Wohin ging es noch nicht gut? Der erholt sich. Okay, hier sind Skulls. Mal die vernichten. Schnauze! Na, da scheint noch jemand rum. Wo bist du, wenn ich dich jetzt finde, Blin? Oh, ich habe dich gefunden. Hallo. Hör auf zu schreien, habe ich gesagt, meine Fresse. Na, nach. Ah, was ist das für ein Gebäude? Kann ich nicht durch. Alles klar. Da hoch. Oh, da müssen wir. Irgendein Lager. Mit Blut und Tod. Zack. Wir haben neue Waffe. Da kann ich jetzt nicht nehmen. Weil ich Kopf bin, okay. Ich bin im Kopf, deshalb kann ich keine Waffen nehmen. Alles klar. Was? Was? Beruhig dich. Na, nach. So, lass mal diesen Bein uns angucken. Pläne. Und zwar die alle verstärken. Wir können verdammt viel verstärken, aber noch nicht so richtige Waffe für mich gefunden, um die verstärken zu können. Baseball ist sogar viel besser als diese abgenutzte Bibel. Wir verstärken noch gar nichts. So. Finden das Paket von Lewis. Ja. Ja, dabei. Hier ist verdammt viel Blut. Verunstaltender das Gal. Hier. Bestie. Viel Blut.
Und sonst sehe ich hier nichts Interessantes und wir uns zu dem Skalder. Hey du, hallo. Oh, oh, das ist ein besonderer Skalder, macht Giftscheiß. Sorte kenne ich noch gar nicht. Aha. Und zu mir? Na, na. Der Penner ist ein Kamikaze. Explodiert mir noch kurz vor seinem Tod. Ja. Müsste hier irgendwo ein Paket sein. Probe haben wir. Okay, was haben wir noch? Bei irgendeiner Leiche, die will ich noch durchsuchen. Alles klar. Da ist noch weitere Spuren. Und gleich später dahin, weil ich die Kiste hier durchsuche. Hä? Hier führt uns irgendwo hin. Так. Warte, müssen wir zurück. Hier sind Blutspuren. Ja, und weiter? Wo ist dieses scheiß Paket? Oh, hier oben anscheinend. Ach, da ist noch eine Kiste. Da nur noch. Aber das ist nicht das, was wir suchen. Das Paket, ja, ich bin gerade dabei. Ja, nee. Wo ist dieses scheiß Paket hin? Ja. Leibplatte. Das ist eine Kreatur. Bestie. Sorry. Ich wusste nicht, dass du so aggressiv bist. Du hast nicht zufällig irgendwo hier Paket gesehen? Meint nicht. Schade. Schade. Kann man noch weiter hoch? Nee. Nee, ist schlechter. Ja. Verdammte Paket. Ach, Mann. Hier sind Schilling, aber kein Paket. Hier rein? Nee. Alter, wo ist dieses scheiß Paket hin? Irgendwo da oben.
20 Meter. Auf dem Dach oder was? Komm ich da hin? Glaube ich nicht, dass es auf dem Dach ist. Hier auf die größte will ich. Nee. Ich kann nichts verstehen, diese. Tak. Irgendwo muss hier ein scheiß Paket sein. Den ich einfach nicht zu Gesicht bekomme. Den ich einfach nicht sehe. Schwer ist es, ein scheiß Paket zu finden. Ich habe so ein Gefühl, diese Paket existiert ja gar nicht. Mann. Da kann man hoch. Schau nur noch. This could be the box Lewis thought he lost. Richtig genial versteckt. Kleine Kiste, Barat. Es gibt keine leichte Art, das zu sagen. Darum sage ich es einfach frei heraus. Wir können so nicht weitermachen. Zumindest ich kann es nicht. Wenn Joe jemals herausfindet, dass wir seine Frau und seinen besten Freund... es würde ihn zerstören, dann würde er dich töten. Wir hatten schöne Zeiten zusammen, doch wir müssen es einsehen. Ich werde niemals deine Janes Lewis werden. Du weißt es und ich weiß es auch. Also beende ich es hier und jetzt. Wenn du meine Entscheidung respektierst, werden wir, Joe, du und ich, sicherlich auch irgendwann wieder glücklich sein. Und der wichtigste Teil unserer Geschichte wird immer ein Geheimnis bleiben. Bis zu diesem Tage hoffe ich, dass du mit mir vergeben kannst. Lebe nun wohl, Jane Patterson. A love letter from Joe Peterson's wife addressed to Barrett Lewis. Who should I give it to, I wonder? Lewis geben oder Joe Patterson? Tak, jetzt haben wir hier Schillinge. Ich weiß nicht, wie soll ich das entscheiden muss. Und dabei machen wir erstmal kurz anderen Zeitquest. Was ich denn hier verfolgen? Muss ich überhaupt machen? Statt der Fahrer. Achso, wir müssen nur einen Bericht. Verstehe. Dann machen wir das so. Ja, stimmt. Samuel ist ja gestorben. Hat ja Samuel in seinen sicheren Tod geschickt, der Pfarrer. Da soll ja die ganzen Skulls-Kreaturen ja einen Friedhof predigen. Good evening, Mr. Whitaker. It's Father Whitaker, my son. Ja, ich weiß hier. Ich habe einen Schüler I have gefunden. found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes, he is now. The epidemic took him
Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. Tak. Noch ausfragen? Jawohl. Gestehen Sie Ihre Verbrechen? Tobias Whitaker, confess why you burnt those people alive. I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. Hat lebendige Menschen verbrannt, blind. You are just another heartless murderer, exploiting the epidemic to kill with impunity. No! No. The only way to contain the spread is to strike at the source itself. The proliferating sick. You're not the savior of London. You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reid. I am only driven by the thousands of innocents I save each night. Ballett. Bahnstufe 5, das ist das Problem, sonst wäre das wirklich jetzt mein Ziel. So, Samuel zum Friedhof schicken, echt mal. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. Fahren Sie fort. A laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Danke, Schillerwein. Abräuber. Your disciple, Samuel, stole from the dead in Stonebridge Cemetery. I have proof of his crime and proof of his death. No! Samuel was the best of us. So devoted, so zealous. He gave all he had for the cause. He tirelessly preached the good word. Hat den Toten entweiht. Er war ein Gauner. He defiled the dead with his petty thefts. That's how he financed your misguided crusade. Think what you will. When this city is saved, he will be praised for his devoted fortitude. He walked boldly into the mouth of abomination. Er war ein Your Gauner. precious Samuel used you. He was an immoral crook. If that's true, then he will be my burden to bear during this endless night. So, zurück. Haben wir schon ausgefragt, ne? Reicht, auf Wiedersehen. Sag, warte. Nicht auf Wiedersehen. Wir haben alle Hinweise, Blutqualität sehr hoch, nur leider ist Bandstufe 5, wir nur 3, wir müssen ja den gleichen oder mehr haben. Gleich und mehr, also ne, gleich oder mehr. So, dann heißt es, ich komme wieder auf dich zurück, Pfarrer Tobias, wenn ich ein bisschen mächtiger bin. Goodbye. Nein. Das ist kein Heiliger, das ist ein Verbrecher, Karabin. Bin zwar auch nicht besser bei. Sag. Die erholen sich, lass mal noch gucken, wenn wir noch helfen können. So. Blutvergiftung. Ach, den Albert können wir noch helfen. Und den Richard. Ich hab vergessen, wo der war. Ah, doch, ich weiß jetzt, wo der war. Weit entfernt von hier. Ein Friedhof. Stimmt. Nicht Friedhof, sondern hier, Kirche. Hallo. Doch irgendwo, irgendein Weg hier freigeschaltet. Kirche können wir nicht rein, ne? Aber hinter der Kirche, aber diese kleine Friedhof. Da ist er doch. Nee, das ist eine andere. Hallo? Good evening, miss. I'm Dr. Reid. I'd like to ask you a few questions. Mittel. I know what you're thinking.
tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. Die reden nicht mit uns. Weiß, dass du mich verstehst. Warte, mal kurz gucken. Die ist gesund. Die Bahnstufe ist 5. Ein weiterer Hinweis fehlt auch. Weiß, dass du für Amelia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. Sie redet nicht mit uns. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Camille ist interessant. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Sie redet einfach nicht. Denkt mir ein Lächeln. Kompanie. Hello, Camellia. How are you, partner? Come on, girl. Smile. Don't you know Dorothy and I have an agreement? We're on the same side. No? All right then, as you wish. Irgendwas stimmt mit der Frau nicht. Ich komme wieder. Very well. Camille. Tak. Wo ist der junge Mann hier drin? Da ist er doch. Da ist er. Da. Hallo, ich habe Medizin. Good evening, Mr. Nethercott. And good evening to you too, my good sir. Can I be of any help? Tak, lass mal das How is the sanitary situation evolving? Routine mal durchfragen. Was May I tun Sie ask nachts what you're hier? doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. Keine Angst vor Epidemie. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. Dann setzen Sie sich nicht der Epidemie aus. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. Zurück. Ihr Leben könnte hier in Gefahr sein. Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. Das ist hier sehr riskant. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. Gut, wer hilft Ihnen, wenn Sie in Gefahr If some geraten? misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear Doctor. Okay, ich in erster Linie. Vielleicht bin ich auch Gefahr für dich. Ich Bahnstufe hast du 3. Vielleicht bin ich wirklich in Gefahr für dich. Lungenentzündung, Gedanken über die Lage in London. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Friedliche Stille, wirklich? Ich sehe nur die fürchterliche Krankheit. Eine ziemlich einzigartige Sichtweise hast du da. Yes. The enjoyable silence of the grave. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Gut, zurück. Persönliche Fragen. Suche nach Inspiration in Tell me, Whitechapel. Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Denken Sie nicht, das ist ein wenig morbid? Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir, Whitechapel is full of life, full of beauty.
Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much, and that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Letzter Hinweis über Camellia, jetzt können wir sie auch mal ausfragen. So, Angst, die Wahrheit über sie herausfinden. Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? Wir kennen sie nicht. And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Ja. Können Sie mir ein Beispiel geben? Was geht's denn überhaupt? In what way exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox. The stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about. And that's what Whitechapel is made of. Okay. Da. Mittel ist ein Teil einer Verschwörung. Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious Camellia. Okay, sind die nicht neugierig? Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. Sind Sie ein hoffnungsloser I Romantiker? fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Dr. Reid. Da können Sie in Ihrem Rätsel leben? You don't really make a living from your scribblings, do you, Richard? No, sir, I don't. I work so hard. I put all my time, my energy, my devotion into the precise carving of words. Reiche Künste ist eine Seltenheit. Sie sollten etwas Sinnvolleres tun. Nein, wir wollen denn nicht verärgern. Sie wirken nicht wie ein armer Poet. Ein Hinweis finden. Anstufe hatte 3. Und er wirkt wirklich nicht wie so ein armer Poet. Reiche Künstler ist eine Seltenheit. Erstmal das mit dem Dings hier fragen. Wirkt nicht wie ein armer Poet aus. Still, you don't seem to suffer from poverty. With thanks to my parents, actually. I'm afraid I would not be able to live on my own without their help. You seem embarrassed. Someday I hope to proudly offer my first publication to my parents. Until that day, I'll remain the failure of a son they have to support. Oh, und letzten Hinweis habe ich über den herausgefunden. Erstmal direkt Details angucken. So. Für Richard ist Camellia eine Muse und eine Art unzugängliches Mysterium. So, Richard war mit seiner Poesie noch nie erfolgreich. Richard fühlt sich schuldig, dass er auf eine finanzielle Unterstützung seiner Eltern angewiesen ist. Wissen wir auch über Darius alles und über Camellia. Über den. So, jetzt könnten wir nur noch... Also wir brauchen nur noch nach seiner Gesundheit zu fragen. Wie geht's dir? Do you need medical attention, sir? It may be wise to let you prescribe me something. I don't feel like I should. Und geben dann Medizin gegen was? Lungenentzündung. I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. Ja. So, und dann holt er sich auch jetzt. So, sprechen wir nochmal Camellia an, in der Hoffnung, dass die jetzt uns auch mal quatscht. Wo ist sie hin? Da ist sie. Hallo. Hello again, miss. Erzähle mir von Richard. No. Tell me about Richard Nethercott. I understand he is quite fond of you, Camellia. Redet nicht.
Das war's. Das war's? Ja, hat ordentlichen Blutgold, das gefällt mir 5000. Aber ihr Bannstoff ist noch für uns zu hoch. Very well. Ich glaube, mehr wollen sie auch nicht herausfinden. Da passiert gleich hier was. Oh, Camellia, the silent flower of Whitechapel. Wirklich was. Angel made flesh, I tell you. Der kam kurz, hat was gesagt, ist wieder abgehauen. Was wolltest du sagen? Hello again. Ey, der hat nichts gesagt. Very well. Gut, da habe ich eine Kiste gesehen, können wir durchsuchen. Okay. Okay, dann müssen wir nur noch den komischen Jungen da noch heilen. Was hat denn der nochmal? Ach, wo ist der überhaupt hier? Wir haben hier noch eine unbekannte Person. Die habe ich noch nicht gefunden. 2 unbekannte Personen habe ich noch nicht gefunden. Es geht um diesen Jungen, den haben wir irgendwo mal getroffen. Der hat Blutvergiftung, dann könnten wir auch helfen. Und wir haben schon ordentlich hier was bewirkt. Und ich bin gespannt, wie es am nächsten Tag oder Nacht eher hier aussehen wird. Schatten, Ekon, Datensäbel. Das ist was Neues. Ein Vampir hier einfach auf der Straße. Hey, Ekon. Blin, das sind 2. Hoppa, 2 Vampire direkt auf einmal. Was ist los mit euch, ey? Oh, Blin. Sie sind feindlich. Ich bringe mich gleich um, ey. Alter. Zack, schnell aussaugen. Die sind stark auch. Oh, das ist eine mit Doppelgänger, okay. Ne, das sind 2. Warte, bis ich mein Ulti gleich mache. Blind. Einen vernichten wir so, bei der anderen machen wir Ulti. Voll. Jetzt bist du dran. Bist du alleine, hä? Und dein doppelten Schattengegner. Ja. Aber daneben. Aber daneben. This is my territory. Aber. You cannot win this. Na, Ulti nachher. Du gehst mir schon langsam auf den Sack. Opa. Da bringen wir uns gleich auf den Water heilen. Aha. Sein Schatten. Sein Schatten nervt hier. Okay, jetzt. Da, wo sind die anderen gleich? Ja, einfach so irgendwelche Econs auftauchen. So kann ich nicht deren Säbel nehmen. Dinge. Stark. Irgendwas Interessantes hier? Nee. Noch irgendwelche Vampire zufällig? Da geht's wieder zu Friedhof, da müssen wir nicht mehr hin. Alles klar. Gehen wir wieder zurück. Da unten. Das ist ein Vampirjäger, okay. Es gibt auch feindliche Vampire tatsächlich.
Tag. Suche eine bestimmte Person. Einen jungen Mann suche ich. It's locked. Wieso ist hier verschlossen? Ist mir das doch komplett frei. Nein, der geht nicht. Okay, du hast verstanden. Something going on in this district. I don't know. Tak, wo war der junge Mann überhaupt? Lass mal das hier noch freischalten, diesen Tor. Ah, den habe ich ja schon. Ja. Ja, wollt sich. So, jetzt müssen wir entscheiden. Can't you just look the other way this week, Joe? Come on, we can sort it out, right? It's not my call, Barrett. You pay one way or another. Please, Joe. How long have we known each other? We even used to be neighbours, for Christ's sake. I'd prefer not to give you another beating, Barrett. Aber blind. Warte, wir haben so einen Brief bekommen. Zwischen den beiden. Lass mal nochmal Details gucken. So, Barrett Lewis, der Straßenhändler aus dem Whitechapel, hat mir erzählt, dass er von einigen zornigen Einwohnern in irgendwelchen maroden Werkstätten angegriffen wurde, als er dort nach Plunder und Werkzeuge suchte. Als er angegriffen wurde, ließ er seine Beute fallen und hätte nun gern sein Paket wieder. Vielleicht sollte ich mir diesen verlassenen Gebäude anschauen und herausfinden, was dort vorgeht. So, dann können wir mal gucken, was wir da gefunden haben. Ein Paket, ein Brief haben wir gefunden, nämlich. So, kleine Kiste. Ansehen. Aha. So, es gibt keine leichte Art, das zu sagen. Darum sage ich es einfach frei heraus. Wir können so nicht weitermachen, zumindest ich kann es nicht. Wenn Joel jemals herausfindet, dass wir, seine Frau und sein bester Freund, also seine Frau ist im Job, Jane Peterson als Frau, geht fremd mit dem besten Freund. Er, seine Frau und sein bester Freund, das würde ihn zerstören, dann würde er dich töten. Na gut. Wir hatten schöne Zeiten zusammen, doch wir müssen es einsehen. Ich werde niemals eine Jane Lewis werden. Du weißt, und ich weiß es auch. Also beende ich es hier und jetzt. Wenn du meine Entscheidung respektieren wirst, werden wir, Joe, du und ich, sicherlich auch irgendwann wieder glücklich sein. Der wichtigste Teil unserer Geschichte wird immer ein Geheimnis bleiben. Bis zu diesem Tag hoffe ich, dass du mir vergeben kannst. Wohl, Jane Peterson. Ich habe so eine kleine Theorie. Der Sohnemann hat gesagt, ihr Mutter ist gestorben. Peterson, Joe Peterson, sagt auch, ihre Frau ist gestorben. Seitdem haben die schlechten Verhältnisse, oder der Lewis hatte plötzlich mit einem schlechten Verhältnis. Warum auch immer. Wie aus dem Nichts. Die waren ja beste Freunde und plötzlich nicht so. Jetzt haben wir erfahren, die Frau von Peterson ging mit dem Lewis fremd. Dem besten Freund von Joe. Und mit diesem Brief hat die Schluss mit dem gemacht. Hat er nicht akzeptiert und sie vielleicht umgebracht. Glaube ich. Ob das wirklich so ist, keine Ahnung. Könnte den Peterson mal drauf ansprechen, aber Kiste gebe ich bestimmt nicht den Peterson Lewis drauf ansprechen. Fancy buying some? Was ist da passiert? Wir geben denn nicht das Paket. Wir hatten eine Affäre mit Joes Frau, genau. Barrett, you had an affair with Joe's wife, didn't you? Yeah, I did. She's the only woman I loved. My first regret is that she stayed with Joe after Harry was born. The second is I never shed a tear when she died. Did you ever try talking to Joe? Never. But I suspected he knew everything, even without knowing it. And he decided to make me pay in his own way. Do you mean you're Harry's father? No one will ever know for sure. And it's better that way. And I don't believe I'd have been all that bad as a dad. Es könnte sogar sein. Okay, sein soll sein, okay. Na Blend, lass mal mit Joel nochmal reden, würde ich mal sagen.
Noch weiß ich nicht, wem ich die Kiste You gebe. again? What do you want this time? Aber der Joe, der ist so drin. Nee, ein Hinweis fehlt uns da. Lass mal mit Sonnenmann reden. Los hier. Good evening, Harry. Sure. Even my dreams are soaked with gloom. So, I'm not bothered. Ja, persönliche Fragen. Stand Mr. Lewis, deine Mutter, na. Do you remember when Barrett Lewis was close to your family? To your mother? Not really. I was too young. But I remember it was a happier time. Mr. Lewis was funny. He often had dinner with us. Warum bist du denn traurig? why are you sad then? Because it hurts to remember a time when my father used to laugh and smile. It hurts to realize he's as sad as me now. Wie war Mr. Lewis zu dir? How was he towards you? He was nice, I guess. He never forgot my birthday. He always offered me books. I liked books. Okay. Weiterer Hinweis fehlt uns. Goodbye, young. Even my dreams are soaked with gloom. Berlin. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Mal persönliches Fragen? Ne, können wir nicht mehr, ne? Goodbye for now. Lass mal noch genauer die Details von den einzelnen Personen angucken. Und zwar von Joe. Ein Hinweis fehlt uns. Joe und Barrett Lewis waren früher mal gute Freunde. Barrett Lewis befindet sich in einer finanziellen Krise, weil er von Joe erpresst wird. Wegen seines kriminellen Rufes kann Joe keine rechtschaffene Arbeit finden. So, dann können wir mal Lewis nochmal uns angucken. Wir haben von den alle Hinweise. Lewis befindet sich in einer finanziellen Krise. Davon, okay, das kennen wir so. Barrett und Joe Peterson waren gute Freunde, okay. Jared hatte eine Affäre mit Petersons Frau. So, über Harry wird uns auch ein Hinweis. Keine Ahnung, wem ich am besten die Kiste abgeben soll. Wird von Joe erpresst. Du weißt da irgendwas. Berlin. I know it's hard to believe, but this district has always been wretched. Don't let your guard down, sir. Warte. Ich kann dir alle drei schlecht irgendwie einschätzen. Der gute, wenn der böse ist. Wo ist Joe? Da. I know it's hard to believe, You but this district has always been wretched. Goodbye. Pass auf, ich gebe die Kisten Lewis zurück. Dann gucken wir, was passiert. You never... I found this box in an abandoned building nearby. I believe it belongs to you. Let's have a look. Yeah, this is mine. So, you faced those loons that roam around now. Extraordinary. I suppose I was lucky. Luck is a commodity round here. Yours should be properly rewarded. About this package, it's not just tools and trinkets, is it? I want to be rude or anything after your kind gesture, but it's none of your business. Right then. Bei dem ist trotzdem alles teuer geworden. Hat mir nicht blind, hätte ich eine andere Kiste gegeben, blind. Warte. Aber guck mal. Der wird die Leute hier erpressen. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich brauche nur einen Hinweis für den. Jetzt einfach so nicht finden. Goodbye, Mr. You
Goodbye. Denn ich weiß nicht, wen ich noch hier ausquatschen soll. Vielleicht später. So, okay. Einen Jungen müssen wir noch helfen. Der ist auch noch irgendwo hier krank. Blutvergiftung hat er nämlich. Dafür habe ich Heilmittel. Wenn ich ihn natürlich finden würde. Da ist Darius. Und der Junge müsste nicht weit in... nee. Dann ist doch der Junge ein bisschen weiter entfernt. Gut. Hier sieht es doch gut aus. Hier ist nämlich Benjamin. Wer auch immer das ist. Der Junge. Der Junge. Wo war der Junge jetzt? Hier ist Müll. Im Müll. Wo war der Junge jetzt? Oh, hier hostet jemand. Er hat gehostet. Ja, wo ist der Junge jetzt hin? Das ist Müll. Was ist das überhaupt für ein Weg? It's locked, all right. Okay, ist von der anderen Seite versperrt. Hier ist eine Leiche. Sag, wenn Benjamin hier ist, müsste eigentlich der Junge auch... Warte, haben wir überhaupt einen ausgequatscht? Good evening. Nee. Nee. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. Da kamen sie keine You Familie. don't have anywhere to go. No family that would welcome you. Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. And now I'm just Ben. Gut. Was Perhaps sagt sie? you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. Alles läuft richtig. Ich hier schichtig bin, bin... Moment. Gegen antworten. Zack, zurück. Persönliche Fragen. Warum haben Sie auf diesen Jungen geschossen? Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just frayed me last nerve. Erzählen Sie mir vom Krieg. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar, a coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. Da sind barbarische Mittel und reißen sich zusammen. Sie müssen sich nicht schämen. Zusammen. Wieder. Barbarische Methoden. It's a pity that doctors still practice such barbaric methods. It's a dishonor to our profession. Now only the pills stop me thinking about this shit. To not hear the explosions. I'm even scared of the dark these days. Und richtig gewählt, wir haben einen Hinweis über den. So. Er ist ein Kriegsveteran, okay, seit er von der Front zurückkam, war Benjamin auf seine Medizin angewiesen. Persönlich fragen? Nee. London. 2 Hinweise fehlen uns, verdammt nochmal. A gun? Sag, wo ist jetzt der Junge? Wo ist dein Junge? Loretta, kannst du mir helfen? Goodie. Haben wir überhaupt schon die ausgefragt? Nee. Ja. Fehlen uns Hinweise. I'd like to see. Sag mal deinen Preis nochmal. Okay, Loretta, ja, du bist zu teuer, stimmt so.
Das war es. Sag, wo ist der Junge hin, Blind? Warum ist hier Blut? Wer ist denn da oben? Harry, nein. Ron, nein. Den brauche ich nicht. Oh, da oben. Was sehe ich jetzt hier oben? Das bringt hier nicht, mich nicht hier weiter. Wer ist denn da? Da ist er doch, Blind. Warum bist du so weit versteckt? Hier ist er. Hallo. How are you, boy? I'm not your boy, alright? Now piss off. Tak, ich will ja nur... Ah, wir haben nichts gegen Blutvergiftung. Da nur nachreden. Junge, komm gleich wieder. Lauf nicht weg. Nicht, dass ich dich wieder suchen muss, Blind. Dass ich wieder holen. Oh, mein Versteck noch. Irgendwo hier. Oh, hier ist eine weitere Leuchte. Leuchte. Warum? Ach, unser Versteck war hier oben, glaube ich. Geh rein. Genau, das ist unser Versteck. Wo ist der Werkstatt? Die Werkstatt ist hier. Bisschen Medizin machen. Gegen Blutvergiftung brauchen wir und uns fehlt noch was. Kriegt das jetzt hier zusammen. Zack. Genau 15, jawohl. Genau, letzte Heilmittel. Nur für den einen Jungen. Hätten wir schon allen geholfen, bis auf einen. Okay. Da, hier war der Weg nochmal. Au. Dahin. Hier links ungefähr. Da, hier rechts, glaube ich. Da hoch und der muss hier um die Ecke stehen. Okay, ich dachte schon, der ist wieder weg. Hallo. Jetzt kann ich hier. I'm not your boy. Do you need us? Please. Sag, hier ist Medizin. There you Jetzt hat die go. Fresse. Let's hope nobody's... Very funny. Gut. Wir leben in London. Den haben wir schon ausgequatscht. Persönliche Fragen haben wir keine weiteren Hinweise. Goodbye. Da, dann erstmal kurz checken die Karte oder hier eher Bürgermenü. Und zwar, wir haben hier fast allen geheilt. 2 Unbekannte, die haben wir noch nicht gefunden. Einen mit Neuralgie. Probleme, das können wir noch nicht heilen. Wir sind noch nicht so weit. So, beim Krankenhaus haben wir einen mit Kopfschmerzen, können wir nicht heilen. Einen mit Migräne und mit Neuralgie. Hier ist noch einer mit Migräne. Können wir alle nicht heilen, leider. Da, hier haben wir eine mit Migräne. Sonst haben wir eigentlich die kritische Bezirke jetzt hinter uns. Und jetzt bin ich gespannt, was sich am nächsten Tag, wie sich die Sache entwickelt. Ein paar haben wir ausgesaugt, normal. Ein Korrupten, ein Besoffene. Weil auch Vampire brauchten Alkohol im Blut. Könnten wir jetzt uns mit 10.000 EP verstärken. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich für diesen Kleinkram übelste Zeit zu nehmen bin. So. Wollen wir verstärken? Denk mal. Hier. Gibst mir Blut, um dich sofort zu heilen und zusätzlich deine Gesundheitsregeneration zu erhöhen. Klingt gut.
tauscht die zusätzliche Sofortheilung gegen eine bessere Regeneration. Ich klingt auch gut. Welche? Aha. Da muss ich noch überlegen, was ich am besten wähle. Kann ich noch nicht wählen. Tak, Sprungattacke brauchen wir nicht zu erhöhen. Was wir erhöhen könnten, jetzt zum Beispiel diese Krallen. Hat mir bisher richtig gut gefallen. Könnte sogar, ne, könnte man noch nicht, oder? Doch, doch, man könnte ihn sogar voll ausbauen. Alles in Krallen reinstecken. Haben wir den komplett ausgebaut. Und mächtig. Dann können wir bei Gesundheit gucken. Gesundheit könnten wir jetzt einfach aus Scheiß auch mal voll ausbauen. Wäre sogar auch nicht verkehrt. Ausdauer könnten wir ausbauen. Komplett. Doch, vernünftig. 10.000. Wo stecke ich den rein? Ulti könnten wir ausbauen. Nur nicht komplett, aber ich glaube, Krallen, das wäre sogar sicherer. Besser. Haben wir einmal Krallen? Jetzt könnten wir den ausbauen sogar. Wir machen uns erstmal mehr Gesundheit. Давай. Ah, ja. Blöd, keine Ahnung. Gesundheit geht eigentlich bei uns. Lass mal Krallen schon ordentliche Attacke an sich. 720 Schaden macht. Mit denen ausbauen. Aber der ist gesperrt, können wir nicht ausbauen. Okay, alles klar, verstanden. Dann machen wir Gesundheit. Ganz einfach. Ein bisschen Gesundheit. Hier nochmal Gesundheit. Wir werden noch mehr Gesundheit ausbauen, tatsächlich. Neun. Ja, was ist hier? 1500 für Ausdauer. Tak. Nur hätte Blutaufnahme will ich noch nicht skillen, nicht wirklich. Ulti. Wir können Ulti verstärken. Da haben wir 27 Schaden mit Ulti. Machen wir mal. Wohl. So. Können wir noch mit 1000 machen? Ich weiß nicht. Noch wahrscheinlich noch ein bisschen weiter sparen. Wohl. Tak. Ah gut, Rest sparen wir, bestätigen wir mal so. Ich denke mal, so sind wir schon mit den Krallen und stark. Mal schauen, was am nächsten Tag Nacht jetzt passiert, wie die Zustand ist. Ich hoffe, wir haben alles richtig gemacht.
So viele sind gesund, wie du siehst. Bis auf einen. Und von kritisch direkt auf stabil gestiegen. Und das ist im Whitechapel, oder? Krass. Wie das hochgestiegen hat, ey. Richtig stabil geworden. So. Unser Krankenhausbezirk. Nur Korrupten habe ich umgebracht, ja. Am Zustand hat sich leider noch nichts geändert, aber einen ist erschöpft. Ich weiß nicht, erschöpft müssen wir noch heilen dann. Nebenbei machen wir das. Gut, und jetzt und als nächstes die Docs. Viele können wir heilen. Einer ist gestorben, der Alkoholiker. Und von kritisch auf bedenklich gestiegen. Gefällt mir auch. Gut. Nur im Krankenhaus konnten wir irgendwie nicht so wirklich. Ich habe nur Korrupten da ausgesagt, was willst du, Blind? Einer schöpft. Eine. Gut, im Krankenhaus denke ich mal, brauchen wir keinen mehr auszusagen. Die sind eigentlich alle ziemlich in Ordnung. Und Whitechapel müssen wir gucken, aber Whitechapel haben mir ordentlich geholfen. Bitte mal. Richtig ordentlich. Fahrrad, den wollten wir aussaugen, aber noch können wir das nicht. Leider. Gut. Gut, mir gefällt die Entwicklung. Ah, was macht ihr wieder hier bei mir? Aber blöd. Meine Fresse verschwindet. Dann können wir wieder... zurückgehen zum Krankenhaus, würde ich sagen. Jawohl, machen wir auch. Zack. Krankenhaus ist bei uns hier. Einfach den Weg einfach folgen wahrscheinlich, ja. Zack, halt die Schnauze. Fresse. Hey, Vampyr, hinter mir sind Skulls. Kannst du die beseitigen? Oh, Blin, was wollt ihr von mir? Das sind Skulls. So, und schon sind wir beim Krankenhaus. Vielleicht so schnell ging das einfach. Einfach so schnell ging es. So. Wir hatten denn hier Erschöpfung gehabt und so weiter. Migräne kann ich nicht helfen. Tak. Und gesund. Er hat Erschöpfung. Lass mal nochmal schnell helfen. Good evening. Good evening. Is there a Reid? Hier ist Medizin. Da, goodbye. Und noch eine Krankenschwester hat Erschöpfung. Der helfen wir auch mal ganz schnell. Allergie kann ich nicht helfen, leider. Tak. Da ist sie doch. Meine gute Krankenschwester brennt. Nicht so wie die eine Korrupte. Good evening. Erst Medizin. Jawohl. Haben wir direkt den nächsten geholfen. Sieht's hier aus? Pläne kann ich nichts machen. Allergie kann ich auch nichts machen.
Haben wir noch nicht genug Medizin studiert, leider. Und ich würde sagen, das war's erstmal mit diesem Kapitel Whitechapel. Als nächstes machen wir Hauptquest weiter, die große Jagd, aber als extra Stream. Wahrscheinlich jetzt gleich, wahrscheinlich auch nicht. Bleibt erstmal bis hierhin. Liken, abonnieren auf YouTube, folgen auf Twitch. Vielleicht bis gleich, vielleicht bis später. Bleibt gesund, ciao, haut rein auf meinen Channel dieser.